Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zu einer Art Spezialzusammenfassungsfolge von Sailor Moon. Und zwar zu Kaguya-Shima Densetsu. Und nein, es geht nicht um den Film, sondern um eine Geschichte aus den Musicals, die eine ganz neue Handlung mit neuen Bösewichten hat. Wer mehr darüber wissen will, wir haben dazu einen Podcast gemacht. Und da ich vom Podcast noch meine Notizen hatte, dachte ich mir, ich kann doch dazu auch ein Zusammenfassungsvideo machen. Ich rede hier übrigens über Shin Kaguya-Shima Densetsu, die Remake-Version. Es gab zuvor noch andere Aufführungen mit dieser Geschichte, die ein paar Änderungen hatten. Aber gut, fangen wir an. Und ich werde hier übrigens alles spoilern. 5000 Jahre vor unserer Zeit. Kotal ist ein Komet, der unbedingt ein Stern werden möchte. Beziehungsweise will er in die Erde krachen und ihren Platz einnehmen. Aber Prinzessin Serenity ändert mit dem Silberkristall seine Umlaufbahn. Dabei rettet sie zwar die Erde, aber löst eine große Flut aus, die ein altes Reich namens Atuka zerstört. Nur eine kleine Insel bleibt davon übrig. Die Prinzessin von Atuka und ein paar ihrer Leute werden in Eis eingeschlossen. 5000 Jahre später, also in der Gegenwart, die Senshi, damit meine ich alle 10 plus Mamoru, treffen auf ein paar Austauschschüler, die ihnen von ihrer Heimatinsel Kaguya-Shima erzählen. Als sie hören, dass es auf der Insel viele Juwelen gibt, sind sie Feuer und Flamme und wollen dorthin. Kaguya-Shima ist natürlich nichts anderes als das, was noch von Atuka übrig ist. Die Prinzessin des Reiches namens Luf Mero und ihre Leute sind nämlich mittlerweile wieder frei und wollen sich an Sailor Moon für die Zerstörung ihres Reiches rächen. Die Austauschschüler waren also auch welche von denen. Sie stellen den Senshi sogar ihr eigenes Schiff zur Verfügung, was natürlich total unverdächtig ist. Dann gibt es aber einen Sturm und das Schiff sinkt. Die Leute vom Kometen erscheinen und greifen an. Also ja, in diesem Musical gibt es gleich sowas wie 2 Bösewichte-Gruppen. Zur Erklärung. Der Komet Kotal ist zurück und hat eine Personifikation namens Dark Plasman. Er hat noch 2 Untergebene namens Dark Menora und Dark Mirror. Die wollen jetzt den Silberkristall, damit der Komet ein Stern werden kann. Jedenfalls kämpfen die Senshi gegen sie, aber es bringt gar nichts und das Schiff wird zerstört. Alle können sich jedoch auf die Kaguya-Insel retten und es geht ihnen gut. Die Piraten, also die Atuka-Leute, machen übrigens immer noch einen auf Reiseführer. Sie bringen die Mädchen zu einem Haus, wo sie übernachten können. Chibiusa freundet sich mit 2 Kätzchen an und seltsamerweise kann sie als einzige deren Sprache verstehen. Die Senshi gehen in einer Höhle auf Juwelensuche, doch plötzlich geraten sie in eine komische Dampfwolke, welche bewirkt, dass Hotaru ohnmächtig wird. Luf Mero meint, das sei nichts Ernstes, aber in Wahrheit war es eine Falle von ihr. Plötzlich greifen wieder Dark Plasman und Co. an. Der Geist Kon ergreift auf einmal Besitz von Hotaru und versucht friedlich auf alle einzureden. Kon ist eine Ansammlung von Seelen der Sterne, die damals vom Kometen Kotal vernichtet wurden. Sailor Moon schafft es, sich als einzige von den Senshi zu verwandeln, was Dark Plasman sehr erstaunt. Damit endet der erste Akt. Nach dem Kampf haben die Senshi nicht viel Zeit, sich auszuruhen, denn die Piraten kommen und verlangen den Silberkristall. Sie wollen ihn, um Dark Plasman zu besiegen. Luf Mero erzählt den Senshi ihre Vorgeschichte, also dass Serenity damals ihr Reich zerstört hat und so weiter. Wir erfahren auch, dass es einen Tempel gibt, der das Sonnensystem beschützt, und Dark Plasman wollte damals 4 dunkle Kristalle dort aufstellen, um den Schutz aufzuheben und halt die Erde zu zerstören. Aber durch Serenitys Eingreifen konnte er den 4. nicht mehr aufstellen, und das will er jetzt natürlich nachholen. Da die Kristalle mit der Zeit schwächer geworden sind, konnte sich Sailor Moon zuvor auch verwandeln. Jedenfalls will Luf Mero angreifen, aber Tuxedo Mask hält sie auf. Sie sagt dann, sie will Sailor Moon nicht töten, aber besteht darauf, bald den Silberkristall zu bekommen. Also, Luf Mero merkt mittlerweile, dass Sailor Moon kein schlechter Mensch ist. Kurz darauf sind die Piraten in ihrer Höhle und Luf Mero klagt über ihr Leid. Vor allem bedrückt sie, dass sie in Tuxedo Mask verliebt ist, aber sie weiß selber, dass das nichts wird. Chibiusa kommt nun in die Höhle. Als Luf Mero erfährt, dass Chibiusa die Tochter von Sailor Moon ist und auch einen Silberkristall hat, will sie diesen an sich reißen. Aber dann überlegt sie es sich doch anders, da sie Chibiusas Alleingang mutig findet und lässt sie gehen. Also Luf Mero ist doch nicht so böse. Die Senshi haben mittlerweile alle Fieber, was vom giftigen Rauch in der Höhle kommt, den sie eingeatmet haben. Nur Usagi, Mamoru und Chibiusa sind aus irgendeinem Grund nicht krank.
Die 3 Kätzchen wissen von der Krankheit und geben Chibiusa eine Pflanze, die sie heilen kann. Dark Plasman und Co. sind am Tempel und wollen die dunklen Kristalle aktivieren. Die Piraten halten sie aber auf und es gibt einen Kampf. Es stellt sich heraus, dass die Splitter des 4. dunklen Kristalls, den sie noch brauchen, in den 3 Kätzchen drin sind. Plasman hatte sie anscheinend als Gefäße für die Splitter verwendet und wollte sie damals auf die Erde schicken, um der letzte dunkle Kristall zu werden, aber Serenity hat das ja verhindert, weshalb die Kätzchen seitdem dort allein leben. Dark Menora erkennt, dass diese Kätzchen eigentlich ihre Kinder sind, die sie damals zurücklassen musste und seitdem sehr vermisst hat. Nach einem herzzerreißenden Wiedersehen von Mutter und Kindern stellt sich Dark Menora gegen ihre Leute, denn diese wollen ihre Kinder umbringen, um an die Splitter zu kommen. Sie wird leider von Plasman und Dark Mirror getötet. Die Senshi kommen an und kämpfen auch mit, denn sie haben es geschafft, sich zu verwandeln. Das Fieber macht ihnen aber immer mehr zu schaffen. Als Chibiusa mit dem Heilmittel ankommt, werden die Kätzchen getötet. Das heißt, der 4. Kristall ist jetzt komplett. Auch Luthmarrows Untergebene werden nach und nach umgebracht. Die Senshi bekommen endlich das Heilmittel und der letzte Kampf beginnt. Luthmarrow entscheidet sich, den Tempel zu zerstören und, wenn ich das richtig verstehe, ihr eigenes Leben zu opfern, damit die Kristalle auch mit zerstört werden. Und zusammen mit der geballten Kraft der Sailor-Kriegerinnen gelingt das auch. Yay! Kon, also dieser Geist der zerstörten Planeten, meldet sich nochmal und überzeugt Sailor Moon davon, Plasman nicht zu zerstören. Mit einer weiteren mächtigen Attacke reinigen Moon und Chivimon Plasman und Dark Mirror. Sie bewirken, dass Kotal, also der Komet, und die Insel eins werden und nun ein Stern werden können. Ende. Ja, ich weiß, das Ende ist etwas seltsam und die Story ist komplex, aber ich hoffe, ihr konntet es einigermaßen verstehen. Ich habe zwar etwas gebraucht, um mit der Geschichte warm zu werden, aber jetzt mag ich sie echt gerne, vor allem die Gruppe rund um Luthmarrow. Ich werde euch übrigens einen Link da lassen, wo ihr das Musical mit deutschen Untertiteln schauen könnt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, schreibt mir auch gerne Kommentare. Ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.